Ja, liebe Freunde, der Worst Case ist eingetreten. Unsere GoPro hat nur noch Filme ohne Ton gemacht. Das war wohl gestern zu viel im Regenwald von Dominica. Jetzt gibt es einen kommentierten Film, so wie in Stummfilmzeiten. Wegen Marinas Muskelfaserriss im Oberschenkel wussten wir nicht so richtig, was wir heute machen können. Sportliche Aktivitäten fielen aus. Auch das Baden in den Wellen gestern hat sich als problematisch erwiesen und so ging es auch nicht. Guadeloupe besteht im Prinzip aus zwei Inseln, Basse-Terre, die Regenwaldinsel, und Grande-Terre, die eher normale Insel. Hier ist französisches Hoheitsgebiet, daher gilt hier der Euro sowie EU-Roaming. Da glühen die Handys mit WhatsApp-Telefonie in die Heimat. Wir haben uns kurzfristig entschieden, doch noch einen Ausflug zu buchen, und wir wollten etwas machen, wo wir viel von der Insel sehen können. Es war ja schon mittags und dann war die Auswahl nicht so groß. Und wir haben noch einen gefunden. Die Wahl fiel auf die Highlights von Guadeloupe und es ging auch schon gleich los. Schon beim Verlassen des Terminals sieht man, hier ist irgendwie alles anders. Es ist irgendwie geordneter. Ein ordentlicher Grünstreifen für die Fußgänger. Auch die Busse sind wieder groß. Wir fahren als erstes nach Basse-Terre zum Wasserfall. Auf der Autobahn in den Regenwald, das haben wir auch noch nicht gehabt. Die Bauung an der Seite erinnert uns eher an Südfrankreich. Auch die Landstraße in den Regenwald ist sehr gut ausgebaut. Kaum angekommen geht es auch gleich in den Regenwald zum Wasserfall. Der Wasserfall ist wirklich schön. Wer Zeit und Badeklamotten dabei hat, der kann hier wunderbar schwimmen gehen. Wie immer sind wir natürlich nicht allein. Aber wie immer bei einer Bustour, wir haben doch keine Zeit. Auch die Wege zum Wasserfall sind gut ausgebaut, im Gegensatz zu gestern auf Dominica. Zurück geht es wieder über die Autobahn auf die andere Insel Grande-Terre. Dabei geht es durch die Stadt. Hier fühlt es sich echt so an wie in einem Vorort von Marseille. Große Häuser, nicht mehr die neuesten, alles ein bisschen unordentlich. Das Karibik-Feeling ist komplett weg. Wir fühlen uns ans Mittelmeer versetzt und fühlen uns, als ob wir in Europa wären. Außerhalb der Stadt wird es wieder etwas besser. Unser nächstes Ziel ist das Fort Fleur-Épée. Von dem Fort ist nicht mehr viel übrig. Ein paar Mauern, viel grünes Gras. Mein Influencer flitzt hier durch die Gegend. Gehen wir da runter. Ja, dann gehen wir da runter. Auch die Tunnels sind leer. Es gibt hier nicht wirklich viel zu sehen. Aber die Aussicht über die Bucht, die ist wirklich toll. Auf der anderen Seite am Horizont kann man auch unsere AIDA sehen. Hier wird gerade gefilmt. Es gibt auch eine kleine Ausstellung. Da könnte man was lesen, allerdings nur in Französisch. Wie sonst üblich, der englische Text fehlt komplett. Schade. Weiter geht's nach Sainte-Anne. Ein kleiner Zwischenstopp mit schönem Blick auf die Insel du Gossier mit einem Leuchtturm. Dort kann man wunderbar baden. Das ist eine ganz berühmte Insel mit dem Leuchtturm und den Stränden. Da kann man auch mit dem Boot hinfahren. Dann sind wir in Sainte-Anne angekommen, aber oh Wunder, der Bus hält nicht am Strand, sondern 500 Meter davor an der Bushaltestelle. Der Reiseleiter und der Busfahrer waren nicht dazu zu bewegen, an den Strand zu fahren. Warum wohl? Ein Stück zurück gibt es eine Shoppingmeile mit Touristensouvenirläden. Das Ziel war also gar nicht der Strand von Sainte-Anne, sondern nur hier der Touristenladen, wo wir hingehen sollen. Hier hält der Bus, dort ist die Touristen-Shoppingmeile und dort fängt der Strand an. Wir wollen aber zum Strand, das sind gut 500 Meter. Mit Marinas Bein brauchen wir 15 Minuten hin, 15 Minuten zurück. Es bleiben also 10 Minuten am Strand, da schaffen wir es gerade mal, ein Bier zu trinken. Der Strand ist eigentlich schön, man sieht auch viele AIDA-Handtücher. Wären wir darauf vorbereitet und hätten Badeklamotten mitgehabt, dann wären wir hier geblieben und mit dem Taxi zurück auf die AIDA. So mussten wir leider wieder mit dem Bus zurückfahren. Ich habe mich dann beim mitfahrenden AIDA-Mitarbeiter ein bisschen beschwert über die unglückliche Durchführung des Ausflugs, aber der sagte lapidar, ich könne mich zwar beschweren, aber ändern würde sich nichts. Die Ausflüge werden halt von AIDA eingekauft und AIDA hat keinen Ausflug auf die Durchführung des Ausflugs. Also geht es wieder zum Schiff zurück. Das waren die Highlights von Guadeloupe. Naja. Zurück geht es wieder durch die Stadt. Hier gefällt es mir einfach gar nicht.
Aber wer shoppen will, der findet vielleicht hier eine gute Gelegenheit. Ich würde beim nächsten Mal auf Guadeloupe etwas mit Strand machen oder mit dem Boot durch die Mangroven oder einen Ausflug in den Regenwald. Da gibt es wirklich schöne und sehenswerte Ecken. Das Auslaufen ist wie immer ein Gänsehautmoment. In der Dunkelheit ist das besonders romantisch. Am Abend schauen wir uns zum ersten Mal eine Show im Nightfly Nachtclub an. Das ist viel spezieller als im Theatrium. Was hier geboten wird, ist nicht so Mainstream. They celebrate their Eve, you know they make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, going up one cool man. Reggae nights, we come together when the feeling's right. Oh, reggae. Aber hier geht's locker und entspannt zu. Wir gehen jetzt ins Bett und sehen uns in Antigua. Gotta get my